allein für ein demokratisches Geschichtsbewusstsein ist es wichtig, sich mit der Geschichte der Mauer, auch mit den Mauertoten, immerhin sind dort 140 Menschen ums Leben gekommen, als sie versucht haben, die Mauer von Ost nach West zu überschreiten, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Wir brauchen das im Sinne der Würdigung der Menschen, die durch die Mauer, durch die deutsche Teilung ums Leben gekommen sind. Wir brauchen es aber auch im Sinne einer demokratischen Selbstverständigung in Deutschland über die Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben möchten. Mit dem Bau der Mauer wurde die Teilung Berlins gewissermaßen in Beton gegossen, wenn man so möchte. Es war die Besiegelung der Teilung in Berlin. An der innerdeutschen Grenze selbst war der Grenzausbau ja schon seit 1952 erfolgt. Das heißt sozusagen für die deutsch-deutsche Geschichte war es gar nicht der maßgebliche Einschnitt, aber für die Berliner Geschichte. Worüber wir noch forschen müssen, sind die Folgen der deutsch-deutschen Teilung. Und zwar sowohl in der Zeit der existierenden DDR bis 1989, 90, aber auch den gesamten Transformationsprozess seit 1990. Also welche Geschichtsbilder wurden in dieser Zeit geformt? Welche Erfahrungen haben die Menschen gemacht? Überhaupt die erfahrungsgeschichtliche Komponente der deutsch-deutschen Teilung ist noch nicht hinreichend erforscht. Da können wir seitens der Uni Jena erheblich zum Wissenszuwachs und damit auch zur Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der Geschichte beitragen. Für die Universitäten bedeutete der Mauerbau das Ende jeglichen inhaltlichen, wissenschaftlichen Austausches. Man konnte jetzt nicht mehr auf Konferenzen im Westen oder im Osten gehen. Das war schon seit Anfang der 50er Jahre schwierig geworden, aber mit dem Mauerbau war sowas endgültig beendet. Meine eindrücklichste Erfahrung mit der Grenze habe ich eigentlich gemacht als Soldat, als ich nach der Schule meinen Wehrdienst leistete und wir in Zivil an die deutsch-deutsche Grenze gefahren wurden. Und plötzlich kroch aus dem Gebüsch ein junger Offizier, begleitet durch einen jungen Soldaten, beide mit Waffen in der Hand, und stellten sich direkt vor uns auf. Wir waren so etwa 80 westdeutsche Bundeswehrangehörige in Zivil gekleidet, weil wir durften nicht in Uniform an die Grenze. Und dann standen da diese beiden etwa gleichaltrigen DDR-Grenzsoldaten vor uns mit Kamera in der Hand und fotografierten jeden von uns aus etwa 1 Meter Entfernung. Und wir standen uns da quasi gegenüber und ich habe gedacht, das ist absurd. Es ist so absurd, hier mitten in Deutschland sich gegenüber zu stehen und im schlimmsten Fall aufeinander schießen zu müssen. Das war 2 Jahre, bevor die Grenze gefallen ist, glücklicherweise.